Hallo! Hi. Guten Tag! Da sind wir wieder. Willkommen bei Pitet Studio TV. Die zweite Folge jetzt. Yay. Und yay. Genau, wir haben groß angekündigt, dass wir jetzt mal ein bisschen was erzählen darüber, wie es so gelaufen ist und so weiter. Was ist jetzt mit Piranha Bytes? Genau. Ja, was ist denn da passiert überhaupt? Ja, also, im Grunde genommen könnt ihr euch vorstellen, jeder zumindest, der das so ein bisschen verfolgt hat, der Branche geht's momentan schlecht. Und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das hat dazu geführt, dass in den letzten, mittlerweile kann man sogar sagen, vielen Monaten und Schrägstrich auch schon weit Mitte des letzten Jahres große Studios oder auch Publisher an der Börse zu schaffen hatten und viele Entwicklerstudios geschlossen wurden, unglaublich viele Menschen entlassen wurden. Und damit haben wir auch noch eine ganze Weile zu strugglen. Also mit wir meine ich die ganze Branche. Von dieser Krise ist weder Embracer verschont geblieben, noch THQ Nordic. Und am Ende hat es auch Piranha Bytes getroffen. Und das konnte... Ja, hat keiner so gewollt, aber naja, so ist es nun mal gekommen und darum sitzen wir jetzt hier. Also freiwillig sind wir nicht gegangen. Ja. Ne? Oder halt, ne? Ist halt nicht freiwillig passiert, das Ganze. Wir haben sehr lange darüber nachgedacht, was wir jetzt machen sollen, ja, weil das ist natürlich eine Sache, 24 Jahre, tut man nicht einfach so weg. Das war sehr hochemotional für alle Beteiligten. Und dann haben wir uns dann zusammengesetzt und haben uns überlegt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir was Neues ins Auge gefasst, haben Pitet Studio gegründet und machen jetzt Indie-Games. Ja, wir haben uns jetzt lange nicht gemeldet. Ne? Genau. Lange Zeit, bestimmt 7 Monate oder so. Mhm. Ja, was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Na gut, wir waren bis Ende Juni noch vertraglich an Piranha Bytes gebunden. Darum gründen wir quasi jetzt, also frei nach dem Motto, dem Mutigen gehört die Welt, alles in die Vollen. Ihr müsst euch vorstellen, als Piranha Bytes damals 2019 verkauft wurde an die Embracer Group bzw. THQ Nordic als Mutterkonzern, haben wir gedacht, und die Kollegen bei THQ haben das mit Sicherheit auch gedacht, juhu, wir machen jetzt Spiele irgendwie, bis wir alt und schrumpelig sind und dann gehen wir damit in die Rente. Und Konjunktur, das war der Plan. Genau, Konjunktur und so weiter hat gesagt, nee, so ist das nicht. Nein. Und dann ging es allen plötzlich finanziell ganz schlecht. Und dann sitzen wir da und denken, was ist denn jetzt passiert? Und das haben wir eine ganze Weile gedacht und haben lange überlegt, das kann doch gar nicht sein, Vierteljahrhundert, wo ist denn das hin? Was machen wir denn jetzt? Und wir haben entschieden, also Jörn und ich haben entschieden, wir machen einfach weiter. Weil das ist, was wir am besten können, weil wir daran glauben, weil wir das wollen und somit reinvestieren wir im Grunde genommen das Geld, das wir damals durch den Verkauf bekommen haben, einfach in unsere neue Firma und wagen den Neubeginn. Ja. So weiter, so mutig. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass es Menschen gibt, die da Bock drauf haben und uns folgen. Also, wenn ihr neugierig seid, sind wir über jeden dankbar, der weiterhin hier einschaltet oder unsere Kanäle verfolgt und später natürlich auch sich das Spiel anschaut, wenn wir soweit sind. Das dauert natürlich noch ein bisschen. Ja. Ihr habt aber auch ganz viele Fragen in Bezug auf Marken und so weiter. Was passiert denn jetzt damit und so weiter? Da möchten wir auch gerne ein paar Antworten drauf geben, zumindest aus unserer Perspektive. Eine Frage ist zum Beispiel, was ist denn mit der Marke Piranha Bytes? Die Marke Piranha Bytes gehört THQ Nordic beziehungsweise Embracer und darum haben wir da keine Rechte mehr dran und haben zumindest ist das unser Wissensstand. Ja, genau, ist aber auch noch so eingetragen. Also im Grunde genommen ist das jetzt so, was jetzt in Zukunft damit passiert, wissen wir also nicht. Das müssen die entscheiden und da haben wir auch nichts mehr mit zu tun. Deswegen haben wir jetzt auf jeden Fall auch einen neuen Namen und machen ja auch andere Spiele in Zukunft, die werden signifikant kompakter und darum aber auch etwas immersiv. Ja. Das zweite ist, was ist denn mit den Markenrechten der Spiele? Also was ist mit Gothic? Interessiert super viele. Die gehören natürlich auch THQ und da wissen wir auch öffentlich, dass das Remake im vollen Gange ist. Das wird offensichtlich gezeigt auf der Gamescom 2024 ganz bald und das könnt ihr euch dann angucken, das können wir uns angucken. Wir sind nicht in die Entwicklung involviert. Nein. Aber wir sind aber super gespannt, wie das aussieht und was da passiert und so weiter. Also wir werden da auf jeden Fall hingehen und werden uns das genau angucken. Genau. Wir sind nämlich sehr
aufgeregt, was das angeht. Ja. Momentan spielt unser Sohn Gothic auf der Switch. Ja. Das ist total geil, dass die das auf der Switch rausgebracht haben, weil das jetzt super zugänglich ist für unsere Kinder. Der ist nämlich jetzt 12 und darf das zocken und hat voll Bock drauf. Also zwischen den Charakteren, die wir damals geschrieben haben und denen, die wir aktuell geschrieben haben, sind irgendwie 1000 Charaktere oder so gefühlt, ja. Und wir kriegen da Fragen von unserem eigenen Sohn, so, die kann ich teilweise gar nicht mehr beantworten. Das weiß ich alles gar nicht mehr. Das ist auch sehr, sehr spannend, sich das nochmal anzugucken. Ja, vor allen Dingen ist mit eurer Hilfe damals ein total geiles Lösungsbuch entstanden. Ja. Und ich dann so, haha, da steht alles drin, von vorne bis hinten. Und dann grübeln wir zusammen darüber. Das macht auf jeden Fall Spaß. Also die meisten Sachen wissen wir schon noch, ne? Also das ist nicht so, dass wir da völlig raus sind. Aber er hat schon sehr speziell, vor allem so richtig konkrete Sachen so, ne? So, ich stehe jetzt hier da am Sumpflager links am Baum und so, warum liegt denn da irgendwie irgendeine Waffe oder irgendwas, ne? Und das ist teilweise, das wissen wir einfach nicht mehr. Das sind sehr viele Details, die wir uns da zusammen suchen müssen immer und in unseren grauen Zellen, was muss ich denn als nächstes machen? Ja. Und so, das ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Ja, welche Voraussetzungen brauche ich denn nochmal für irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, muss ich gucken. Ja. Aber total geil, frei fiebert man wieder mit. Ja. Entsprechend sind wir auch extrem neugierig, was mit dem Remake wird und deswegen. Obwohl es gar nicht so lange her ist, dass wir selber auch nochmal gespielt haben, ne, ist das eine Sache, die vergisst man einfach. Ja, ne? Gut, wir spielen aber auch 1000 Sachen, ne? Ja, das ist richtig. Ja. Ja, was passiert denn mit den Marken Elex und Risen? Ja. Logischerweise gehören die auch zu THQ und da wissen wir nichts drüber. Auch da haben wir keinen Einfluss drauf und ob und wann und wie irgendwas mit den Marken in Zukunft passiert, wissen wir nicht. Also haben wir jetzt eine neue Marke mit Pithhead Studio, die gehört uns. Und jeder, der daran interessiert ist, der kann entweder uns hier nächste Woche Montag wieder anschauen. Da werden wir wieder ein bisschen was über uns erzählen. Und oder den anderen Social-Media-Kanälen, da werden wir nämlich auch jetzt ab jetzt wöchentlich ein bisschen Content bringen, unterschiedlichen, weil wir ganz viele Sachen vorhaben und auch Projekte vorhaben und das natürlich euch wissen lassen wollen. Das ganze Jahr ist voll mit Terminen und wir müssen halt wieder neu anfangen, sehr viele Sachen wieder ins Rollen bringen und so, weil die Zeit hat sehr viele Sachen zum Erliegen gebracht, ne? Und jetzt machen wir einen neuen Anlauf und schauen, dass wir so schnell wie möglich den Kahn wieder ans Laufen kriegen. Genau. Ne? Ja. Gut, wir hoffen, das beantwortet erstmal die wichtigsten Fragen, die ihr an uns habt, die wir von unserer Seite beantworten können. Und hoffen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja, genau. Also dann bis nächste Woche hier, Montag, Pithhead Studio TV auf diesem Kanal. Und alle Sachen, Links und Discord und so weiter sind hier unten verlinkt. Die könnt ihr da finden. Und bleibt uns gewogen. Bis dann nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.